Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Wenn du Deutsch lernen möchtest, bist du hier genau richtig. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine neue Folge verpasst. Heute sprechen wir über deutsche Supermärkte. Du lernst wichtige Wörter und typische Ausdrücke, die man beim Einkaufen oft hört. Außerdem sprechen wir über die Organisation der Geschäfte und darüber, was viele Menschen in Deutschland beim Einkaufen wichtig finden. Als ich zum ersten Mal in Deutschland in einen Supermarkt gegangen bin, ist mir sofort aufgefallen, wie ordentlich alles war. Die Gänge waren breit, die Regale waren sauber und die Produkte standen sehr ordentlich an ihrem Platz. Es war leicht die verschiedenen Bereiche zu finden. Schon am Eingang gab es Schilder, die gezeigt haben, wo Obst, Gemüse, Getränke oder Milchprodukte sind. Ja, das habe ich auch bemerkt. In vielen deutschen Supermärkten ist alles gut organisiert. Wenn man etwas sucht, muss man meistens nicht lange suchen. Oft findet man zuerst Obst und Gemüse. Danach kommen Brot, Milchprodukte, Fleisch oder andere Lebensmittel. Viele Kunden mögen das, weil sie schnell einkaufen können und nicht durch das ganze Geschäft laufen müssen. Interessant finde ich auch, dass viele Produkte immer am gleichen Ort stehen. Wenn man öfter in denselben Supermarkt geht, kennt man nach einiger Zeit fast jeden Bereich. Man weiß genau, wo die Nudeln, die Getränke oder die Süßigkeiten stehen. Das spart Zeit und macht den Einkauf einfacher. Stimmt. Außerdem gibt es oft besondere Angebote. Diese Produkte liegen meistens an den Enden der Regale oder direkt am Eingang. Dort schauen viele Kunden zuerst hin. Manchmal entdeckt man dort etwas Interessantes oder kann sogar Geld sparen. Viele Menschen werfen deshalb zuerst einen Blick auf die Angebote. Was mir auch gefällt, sind die Einkaufswagen und Einkaufskörbe direkt am Eingang. Alles ist einfach und praktisch. Man nimmt einen Wagen, geht durch die verschiedenen Abteilungen und kann in Ruhe einkaufen. Auch die Preise sind meistens gut sichtbar. Das hilft besonders Menschen, die Deutsch lernen oder neu im Land sind. Genau, viele Supermärkte haben heute auch Selbstbedienungsbereiche, aber auch normale Kassen. So kann jeder selbst entscheiden, was für ihn besser ist. Manche Menschen möchten schnell bezahlen, andere sprechen lieber kurz mit der Kassiererin oder dem Kassierer. Ich habe außerdem gesehen, dass viele Supermärkte ihre eigenen Marken haben. Diese Produkte stehen oft direkt neben bekannten Marken. Dadurch können Kunden Preise vergleichen und selbst entscheiden, was sie kaufen möchten. Das ist ein guter Punkt. In Deutschland achten viele Menschen auf Preise, Qualität und Auswahl. Deshalb gibt es oft sehr viele verschiedene Produkte im selben Regal. Bei Joghurt, Käse oder Brot kann man oft zwischen vielen Varianten wählen. Das macht das Einkaufen interessant. Je öfter man einkauft, desto mehr entdeckt man. Besonders spannend finde ich die Produkte, die typisch für eine Region sind. Manche Dinge sieht man fast überall, andere findet man nur in bestimmten Gegenden. Genau. Und wenn man durch die Regale geht, merkt man schnell, wie groß die Auswahl in deutschen Supermärkten wirklich ist. Zwischen bekannten Produkten und regionalen Spezialitäten gibt es oft viel zu entdecken. Wenn ich durch einen deutschen Supermarkt gehe, fällt mir immer auf, wie groß die Auswahl ist. Egal ob Brot, Käse, Joghurt oder Getränke. Von fast jedem Produkt gibt es viele verschiedene Sorten. Am Anfang war ich manchmal etwas überrascht, weil ich nicht wusste, welches Produkt ich wählen soll. Das kenne ich gut. Besonders bei Brot sieht man den Unterschied schnell. In Deutschland essen viele Menschen sehr gern Brot. Deshalb gibt es oft eine große Brotabteilung mit vielen Sorten.
Man findet Vollkornbrot, Roggenbrot, Mischbrot oder verschiedene Brötchen. Viele Kunden kaufen frisches Brot fast jeden Tag. Auch die Milchprodukte haben mich beeindruckt. Es gibt viele Joghurts mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, Quark, Frischkäse und viele Käsesorten. Manche Regale sind wirklich sehr lang. Manchmal braucht man etwas Zeit, um das richtige Produkt zu finden. Stimmt. Und dann gibt es noch die Eigenmarken der Supermärkte. Diese Produkte sind oft günstiger als bekannte Marken. Viele Menschen kaufen sie regelmäßig, weil die Qualität oft gut ist und man dabei Geld sparen kann. Bei Getränken habe ich ebenfalls viel Neues entdeckt. Natürlich gibt es Wasser, Saft und Limonade, aber auch viele regionale Getränke. In manchen Regionen sind bestimmte Marken besonders beliebt. Man merkt schnell, dass die Menschen oft ihre Lieblingsprodukte haben. Ja, und das gilt nicht nur für Getränke. In verschiedenen Regionen Deutschlands findet man unterschiedliche Spezialitäten. Im Süden gibt es oft andere Produkte als im Norden. Manche Supermärkte bieten sogar besondere regionale Regale an. Dort stehen Produkte von lokalen Herstellern oder Bauern aus der Umgebung. Das finde ich sehr interessant. Viele Menschen achten heute darauf, woher die Lebensmittel kommen. Wenn auf der Verpackung steht, dass das Produkt aus der Region kommt, greifen viele Kunden gerne dazu. Sie möchten lokale Unternehmen unterstützen und frische Produkte kaufen. Genau. Auch Obst und Gemüse spielen dabei eine wichtige Rolle. Je nach Jahreszeit findet man unterschiedliche Produkte. Im Frühling gibt es zum Beispiel Spargel, im Sommer viele Beeren und im Herbst verschiedene Apfelsorten. Viele Kunden freuen sich auf diese saisonalen Produkte. Mir ist außerdem aufgefallen, dass Bioprodukte immer beliebter werden. In fast jedem Supermarkt gibt es einen eigenen Bereich dafür. Dort findet man Biogemüse, Biomilch, Bio-Eier und viele andere Lebensmittel. Das stimmt. Manche Menschen kaufen nur manchmal Bioprodukte, andere fast immer. Deshalb bieten die Supermärkte eine große Auswahl an. So kann jeder selbst entscheiden, was am besten zu ihm passt. Wenn man die Regale genauer anschaut, merkt man schnell, wie unterschiedlich die Geschmäcker sein können. Jeder Kunde kauft etwas anderes und genau das macht einen Einkauf oft spannend. Und während man seinen Einkaufswagen langsam füllt, kommt irgendwann der Moment, an dem man zur Kasse geht. Dort sieht man noch einige interessante Dinge, die ebenfalls typisch für deutsche Supermärkte sind. Eine Sache hat mich in deutschen Supermärkten besonders interessiert: die Selbstbedienung. In vielen Bereichen nimmt man die Produkte einfach selbst aus dem Regal und legt sie in den Einkaufswagen. Das ist praktisch und spart Zeit. Jeder kann in Ruhe schauen, vergleichen und entscheiden, was er kaufen möchte. Ja, das gehört zum Alltag in Deutschland. Viele Menschen mögen es, selbst zu wählen und sich alles genau anzusehen. Man muss niemanden fragen, wenn man ein Produkt kaufen möchte. Die Informationen stehen meistens direkt auf der Verpackung oder auf den Preisschildern. Besonders interessant finde ich die Selbstbedienungskassen. Dort scannt man die Produkte selbst und bezahlt direkt am Automaten. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich etwas unsicher. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Man scannt den Artikel, legt ihn in den vorgesehenen Bereich und bezahlt am Ende mit Karte oder manchmal auch mit Bargeld. Viele Menschen nutzen diese Kassen gerne, wenn sie nur wenige Produkte kaufen. Oft geht es schneller als an einer normalen Kasse. Trotzdem gibt es natürlich auch Kunden, die lieber zur Kassiererin oder zum Kassierer gehen. Vor allem ältere Menschen bevorzugen oft den persönlichen Kontakt.
Ein weiteres Thema, das mir schnell aufgefallen ist das Pfandsystem. Am Anfang wusste ich gar nicht, was das bedeutet. Ich habe gesehen, dass viele Leute leere Flaschen und Dosen in den Supermarkt bringen. Das ist ganz normal. Für viele Getränkeverpackungen bezahlt man beim Kauf einen kleinen zusätzlichen Betrag. Diesen Betrag nennt man Pfand. Wenn man die leere Flasche oder Dose zurückbringt, bekommt man das Geld wieder zurück. Heute finde ich das System sehr praktisch. Am Eingang oder in einem besonderen Bereich steht oft ein Automat. Man legt die Flasche hinein, der Automat erkennt sie und am Ende bekommt man einen Bon. Diesen Bon kann man später an der Kasse abgeben. Genau. Viele Menschen sammeln ihre Flaschen zu Hause und bringen sie dann beim nächsten Einkauf zurück. Das ist nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Die Verpackungen werden recycelt oder wiederverwendet. Ich finde es interessant, wie selbstverständlich das für die meisten Menschen ist. Niemand wirft die Flaschen einfach weg. Viele denken direkt daran, das Pfand zurückzubekommen. Ja, das Pfandsystem gehört in Deutschland einfach zum Alltag. Nach einiger Zeit macht man es automatisch. Man sammelt die Flaschen, gibt sie zurück und nutzt den Bon beim Bezahlen. Wenn der Einkauf dann fertig ist, die Produkte bezahlt sind und die Pfandflaschen zurückgegeben wurden, verlässt man den Supermarkt oft mit vielen kleinen Eindrücken. Manche Dinge fallen sofort auf, andere erst nach längerer Zeit. Genau. Je öfter man einkaufen geht, desto mehr merkt man, welche Unterschiede und Besonderheiten deutsche Supermärkte haben und welche Erfahrungen man dort persönlich macht. Nachdem ich viele deutsche Supermärkte besucht habe, habe ich insgesamt einen sehr positiven Eindruck bekommen. Am Anfang war vieles neu für mich, aber nach kurzer Zeit habe ich mich schnell daran gewöhnt. Heute gehe ich gerne einkaufen und finde mich in den meisten Geschäften gut zurecht. Das kann ich verstehen. Mir gefällt besonders, dass alles gut organisiert ist. Die Produkte sind leicht zu finden, die Regale sind ordentlich und die Preise sind meistens klar sichtbar. Dadurch wird der Einkauf entspannter und einfacher. Ich finde auch die große Auswahl sehr interessant, egal ob Brot, Käse, Getränke oder Obst. Es gibt immer viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann neue Produkte ausprobieren und manchmal etwas entdecken, das man vorher noch nie gesehen hat. Ja, und die regionalen Spezialitäten machen den Einkauf noch spannender. Wenn man in verschiedenen Regionen unterwegs ist, sieht man oft neue Produkte in den Regalen. Das zeigt, wie vielfältig Deutschland sein kann. Besonders positiv finde ich das Pfandsystem. Am Anfang musste ich erst verstehen, wie es funktioniert. Heute gehört es für mich ganz selbstverständlich zum Einkaufen dazu. Ich sammle die Flaschen zu Hause und bringe sie später zurück in den Supermarkt. Mir gefällt außerdem, dass viele Supermärkte moderne Lösungen anbieten. Die Selbstbedienungskassen sparen oft Zeit und jeder kann selbst entscheiden, welche Kasse er benutzen möchte. Diese Flexibilität ist für viele Kunden angenehm. Natürlich gibt es manchmal auch Situationen, die nicht perfekt sind. An Samstagen oder vor Feiertagen kann es ziemlich voll werden. Dann muss man etwas länger warten, aber das gehört einfach zum Alltag dazu. Genau. Das erlebt man fast überall. Trotzdem habe ich meistens das Gefühl, dass die Mitarbeiter freundlich sind und dass alles gut funktioniert. Deshalb gehe ich gerne einkaufen. Wenn mich jemand fragen würde, was mir an deutschen Supermärkten am meisten aufgefallen ist, würde ich wahrscheinlich die Ordnung, die große Auswahl und das praktische Pfandsystem nennen. Diese Dinge machen den Einkauf angenehm und unkompliziert. Ich würde zusätzlich sagen, dass viele Supermärkte versuchen, den Kunden das Leben leichter zu machen.
Man merkt, dass viele Abläufe gut durchdacht sind. Dadurch kann man schnell einkaufen, aber auch in Ruhe durch die Regale gehen und neue Produkte entdecken. Insgesamt war es für mich eine interessante Erfahrung. Durch das Einkaufen lernt man nicht nur neue Produkte kennen, sondern auch ein Stück Alltag und Kultur in Deutschland. Genau. Und manchmal sind es gerade die kleinen Dinge im Alltag, die einem zeigen, wie Menschen in einem Land leben und einkaufen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du hast viele neue Wörter und interessante Informationen über deutsche Supermärkte gelernt. Vielleicht achtest du bei deinem nächsten Einkauf auf einige Dinge, über die wir heute gesprochen haben. Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Deutschlernen und bis zum nächsten Mal. Das Regal. Die Produkte stehen ordentlich im Regal. Im Supermarkt gibt es viele Regale. Die Auswahl. Die Auswahl an Lebensmitteln ist sehr groß. Ich mag eine große Auswahl im Supermarkt. Das Angebot. Heute gibt es ein Angebot für Schokolade. Viele Kunden achten auf Angebote. Regional. Ich kaufe gerne regionale Produkte. Regionale Lebensmittel sind oft sehr beliebt. Die Spezialität. Diese Wurst ist eine regionale Spezialität. Jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten.